Immer wieder werdet ihr in der deutschen Sprache in Gesprächen hören, dass sich einige Wörter so anhören, als wäre am Ende des Wortes der Buchstabe K, wie zum Beispiel bei dem Wort der Tag. Es ist in der Aussprache im Tonfall, zum Beispiel bei unserem Wort der Tag, nicht möglich zu hören, ob sich am Ende von diesem Wort der Buchstabe K oder G befindet. Wenn sich diese Konsonanten oder auch Mitlaute am Ende eines Wortes befinden, dann werden sie in der Aussprache sehr hart ausgesprochen, wie zum Beispiel der Tag, klug. Der beste Lösungsansatz zur Ermittlung des richtigen Buchstabens am Ende des Wortes wäre die Steigerung von Adjektiven, die Verlängerungsprobe. Einige Beispielwörter, die genau diese Problematik zeigen, habe ich euch hier in dem Dokument einmal eingeblendet, so dass wir uns an der Steigerung oder der Verlängerungsprobe probieren können. Unsere ersten 3 Wörter lauten im Singular: der Weg, der Zug, der Krug. Und jetzt einmal im Plural, also in der Mehrzahl. Die Wege, die Züge, die Krüge. Bei den nächsten 2 Wörtern in unserem Dokument kann man ebenfalls nicht hören, ob es sich am Ende des Wortes um den Buchstaben K oder G handelt. Damit wir nun richtig ermitteln können, welcher Buchstabe am Ende des Wortes steht, machen wir nun die Gegenprobe. Das Werk im Singular, die Werke im Plural, der Schrank im Singular, die Schränke im Plural. Ganz genau, liebe Freunde, so einfach ist die Ermittlung, welcher Buchstabe am Ende des Wortes verwendet wird. Einen ähnlichen Lösungsweg gibt es übrigens auch, wenn wir Verben in der Aussprache verwenden. Schaut euch nun in meinem Dokument die Verben an, die ähnliches Problem präsentieren. Er fragt. Sie erträgt. Er sagt. Wenn wir nun für dasselbe Verb die Wir-Form verwenden, dann präsentiert sich die Lösung von selbst. Er fragt, wir fragen. Und bei den nächsten 2 Wörtern ist es so ziemlich dasselbe. Sie erträgt, wir ertragen. Er sagt, wir sagen. Beim nächsten Wort, er denkt, finden wir genau dieselbe Problematik vor. Also verwenden wir zur Ermittlung die Wir-Form. Er denkt, wir denken. Wiederholen wir das eben Gesagte noch einmal kurz. Wenn wir Wörter haben wie er fragt, sie erträgt, er sagt, er denkt,
nutzen wir zur Lösungsfindung die Wir-Form. Bei vielen Adjektiven in der deutschen Sprache finden wir eine ähnliche Problematik vor. Hier ist es auch nicht möglich zu hören, welcher Buchstabe sich nun am Ende des Wortes befindet. Hier haben wir die Möglichkeit der Steigerung von Adjektiven. Hören wir uns die nächsten Wörter einmal genau an. Günstig, traurig, genug, schräg. Bei diesen Adjektiven ist es ebenfalls nicht möglich zu hören, welcher Buchstabe am Ende eines jeden Wortes steht. Wenn wir aber nun die Gegenprobe, also die Steigerung der Adjektive durchführen, finden wir die Lösung unseres Problems. Hören wir uns die Steigerungen an. Günstig, günstiger, traurig, trauriger, genug, genügend, schräg, schräger. Und auch bei unseren letzten zwei Adjektiven ist diese Problematik präsent. Stark, schlank. Und auch hier kann man wieder nicht heraushören, ob am Ende eines jeden Wortes ein G oder ein K steht. Hier verlängern wir die beiden Adjektive, indem wir sie steigern. Stark, stärker, schlank, schlanker. Wenn wir also nicht wissen, ob das Wort am Ende des Wortes mit dem Buchstaben G oder K geschrieben wird, verwenden wir folgende 3 Lösungswege. Wenn wir einen Nomen im Singular haben, dann verwenden wir, um zu überprüfen, ob dieses Nomen im Singular mit G oder K geschrieben wird, dieses Nomen in der Mehrzahl. Bei Verben verwenden wir die Wir-Form, um zu ermitteln, ob am Ende des Wortes der Buchstabe G oder K geschrieben wird. Bei den Wie-Wörtern, also den Adjektiven, verwenden wir die Möglichkeit der Steigerung von Adjektiven. Liebe Freunde, liebe Zuschauer, wenn euch heute mein Video gefallen hat, dann abonniert bitte meinen Kanal, damit ich euch weiterhin schöne und auch lehrreiche Videos erstellen kann. Um den richtigen Lösungsweg zu finden, sollte man Adjektive steigern können. Wenn ihr aber noch nicht wisst, wie man Adjektive steigern kann, dann schaut euch bitte auch noch dieses Video an, welches ich euch hier oben verlinken werde. Liebe Freunde, liebe Zuschauer, wenn euch das Video heute gefallen hat, dann abonniert bitte meinen Kanal, damit ich weiterhin für euch schöne und auch lehrreiche Videos erstellen kann.